Hey Hosters und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account mit Hornet und mit Ricochet. Für Ricochet habe ich übrigens eine schöne neue Variation, und zwar Boxer. Und ich habe noch etwas Neues entdeckt. Das wusste ich vorher auch nicht. Aber wenn ihr hier ja über meiner Kamera sehen könnt, die kleinen Icons für zum Beispiel die Farbe oder den Skin, also Farbe für die Schüsse, und so. Wenn man auf die kleinen Icons draufklickt, dann landet man direkt auf der Seite. Das wusste ich vorher gar nicht. Ja, wenn ich jetzt also hier einen Skin für Ricochet auswählen will, dann kann ich direkt da draufklicken. Das wusste ich vorher nicht. Aber was Neues entdeckt. Aber interessanterweise geht das nicht, wenn ich auf die Variation selber klicke. Dann lande ich auf dieser Hauptseite. Ja, keine Ahnung. Aber gut, jedenfalls habe ich, habe ich was Neues entdeckt. Und auch eine neue Variation, wie gesagt. Und zwar Boxer für Ricochet. Und kurz knapp einfach mal zusammengefasst, wir haben eine deutlich erhöhte Stoßkraft, also auch so wie bei Boxer für Hammer. Und wir schießen nur noch einzelne Schüsse. Also im Sinne von, wir haben kein Magazin mehr, was wir leer schießen, irgendwie schnell und dann lädt es wieder auf, sondern wir haben einen Schuss und dann ist das Magazin leer und es lädt wieder auf. Also im Grunde genauso wie Donner, Smokey und so weiter, ne, wo wir halt immer nur einen Schuss haben. Aber wie gesagt, die Stoßkraft ist ordentlich erhöht. Das heißt also, wir können die Gegner nerven. Kleiner weiterer Nebeneffekt an dieser Stelle ist aber auch, dass wir nur noch langsame Bälle schießen können, Projektile. Ist jetzt nicht wirklich so ein Projektil, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Die fliegen jetzt halt relativ langsam. Das heißt also, auf größere Distanz haben natürlich die Gegner die Möglichkeit, einfach den Sachen auszuweichen, ja, indem sie halt einfach irgendwie Schlangenlinien fahren oder was auch immer. Aber wenn die uns in die Quere kommen sollten, ja, und nah an uns dran sind, dann kriegen sie aber schon eine gewaltige Packung an purer Zerstörung ab. Ja? Wie man hier gut sehen konnte. Schön fast umgeworfen. Ist also wirklich ganz cool. Und der Schaden, der ist aber noch, der ist auch noch immer ganz geil. Und wir haben eine etwas erhöhtere Chance auf kritische Treffer. Also hat schon coole Vorteile, aber wie gesagt, die Kugeln fliegen halt relativ langsam, sage ich mal. Ne? Also, wie gesagt, auf größere Distanz kann man den Dingern halt ausweichen, ja. Aber das kann man, denke ich mal, verkraften. Und das macht halt auch schon wieder ein bisschen mehr Spaß, dann mit Ricochet zu spielen. Außerdem eure Anwesenheitskommentare vergesse ich nicht, ja. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, freut mich, sowas zu lesen. Genau. Ja, aber das nur mal so am Rande. Zack, 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 zack. Ah, komm. Schade. Wer hat denn hier vielleicht noch von den Gegnern Boxer? Niemand? Okay. Ja, aber genau, wie ihr sehen konntet, es ist schon so ein bisschen nervig. Ne? Vielleicht muss ich hier aber meine Schutzmodule mal ein wenig anpassen. Oder auch direkt rausgehen, keine Ahnung. Mal gucken, ob sich das hier irgendwie einigermaßen lohnt. Ach, Mensch. Jetzt kommen sie hier alle an, ne? Die gehen alle auf mich. Die sehen ganz genau, wer der Profi ist. Und dann gehen sie natürlich nur noch auf den. Ja, das ist klar. Haben sie mich hier alle im Visier. So. Ach, Gottchen. Guckt euch das doch wieder an, ey. Da spawnt man, zack, direkt weg. Kannst du ein paar Schüsse setzen, zack, bist du weg. Ja gut, wir probieren es trotzdem weiterhin. Das wird schon. Ja, das wird schon hier. So. Ja. Naja, aber im Großen und Ganzen, ja, wenn man jetzt vielleicht nicht so schlecht ist oder in Schlachten reingeht, die das vielleicht nicht so unter Beweis stellen, die Vorteile dieser Variation, ja, dann, ja, gut, dann ist sowieso alles egal. Seht ihr, ich habe ihn nicht einmal getroffen, ne? Geil, oder? Ja, finde ich auch. Jetzt werde ich hier aber komplett auseinandergenommen. Boah. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Leute. Gebt mir jetzt hier auch nochmal ein paar Gegner, die nichts drauf haben. Das kann doch nicht wahr sein. Ich spawne, ich treffe nichts. Ja, aber wie gesagt, ne, die Kugeln fliegen halt, also die fangen halt recht langsam an zu fliegen, beschleunigen dann ein wenig mehr. Ja, aber der Gegner hat dennoch, Dankeschön, dennoch Möglichkeiten, dem Ganzen auszuweichen. Aber ihr könnt sehen, ja, die werden langsam schneller, ne? Aber wie gesagt, so die Anfangsgeschwindigkeit ist halt relativ gering. Gut.
So, vielleicht ja den hier, auch wenn er 50% Schutz hat. Ja, zack, zack, zack. Aber man muss halt auch ein bisschen zielen, ne? Das ist natürlich mein Problem. Deswegen mag ich auch Railgun und sowas nicht, ja. Nee, aber seitdem ich jetzt Boxer habe, macht auch Ricochet wieder ein bisschen mehr Spaß. Ich mag solche Variationen, ja, das ist... hat er nicht gesagt, oder? Doch, doch, hat er gesagt. Ja, muss ich leider zugeben. Hat er gesagt. Nee, aber ja, macht schon mehr Spaß damit rumzufahren. Boah, 50% Schutz. Und dann hat er auch noch die Verteidigerdrohne. Ja, prima, prima. Also auch hier wieder, ne, der Schadensbereich, die Spannweite des Schadens ist schon krass. Also wenn ich habe übrigens nicht die Boosterdrohne drauf, ich habe auch Verteidigerdrohne drauf. Und bei dem hier, ne, da mache ich halt meine 100, was auch immer das war, 117, was jetzt nicht sonderlich viel ist, aber aber es reicht aus, um ihn zu nerven. Und bei anderen, die halt jetzt nicht unbedingt Schutz haben, ja, da mache ich dann auch gute 680, glaube ich, ungefähr. Irgendwas kurz unter 700 war das, glaube ich. Also ja, entweder die Gegner kriegen ordentlich was rein, ja, oder die haben genug Schutz, dass sie halt eben nichts bekommen. Ja, genau. Ne? Kommt halt immer auf den Gegner drauf an. So. Ist ja klar, ja, aber ich sag's ja nur. So. Ja, das wird ein bisschen nervig hier. Schade. Genau, aber an sich eine coole Variation. Macht Spaß damit rumzufahren und ja. Davor hatte ich halt immer so das Gefühl, ja, Ricochet ist eine nette Waffe, aber mir fehlt noch immer so die richtige Variation dafür. Ich habe zwar einige, aber mir hat noch immer so die gefehlt, bei der ich mir gesagt habe, genau nur mit der will ich spielen, ja, und das macht wieder richtig Spaß. So ähnlich wie bei Railgun auch, ja. An sich mag ich die Waffe überhaupt nicht, ist nicht mein Fall. Aber mit der richtigen Variation, zum Beispiel dann im Fall von Railgun ist es halt die Excalibur-Variation, ne? Da macht es dann wiederum Spaß, damit rumzufahren. Dann macht die Waffe auf einmal wieder deutlich mehr Spaß und hier halt auch. Jetzt kann ich wieder so richtig schön nervend agieren und ja, den Gegnern hoffentlich den einen oder anderen Schuss direkt in ihre Visage geben, ne? Also alles ganz cool. So, zack, 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 zack. Kloppen wir jetzt hier mal schade. Die Gegner weg? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin super gut dabei. Ne? Die KD ist jetzt zwar unter 1, aber ja, meine Güte. Ist trotzdem irgendwo, denke ich mal, noch vertretbar, oder? Damit kann man leben. So, verstecken wir uns mal hier ganz kurz. Goldbox. Ja, ich glaube, das wird nichts. Man kann natürlich gucken, wo die fällt. Aber, ja genau, hier. Könnt ihr mal wieder sehen, ne? Wenn die Leute hier keinen Schutz haben, dann sieht es ganz, ganz schlecht aus für die. Dann kriegen sie hier wirklich viel Schaden ab. Aber ja, wenn sie halt mit 50% Schutz gegen mich unterwegs sind, plus nochmal Verteidigerdrohne, das heißt nochmal deutlich mehr Panzerung, dann mache ich halt auch nur noch diese 100 Schaden. Und das, naja, das ist halt natürlich dann auch recht wenig. Man muss die ganze Zeit draufschießen. Aber, und das ist ja dann das Schöne an der Sache, ne? Du kannst halt die ganze Zeit immerhin draufschießen. Das ist halt schön, ja. Du hast nicht mehr eben diesen Energievorrat. Kann man als Vor- und als Nachteil sehen, wie auch immer. Ja, aber in dem Sinne würde ich sagen, ist das schon eher ein Vorteil. Ja, dieses Dauerfeuer, was du geben kannst. Das ist ganz cool. Dauerfeuer, das mögen wir doch alle, oder? Genau. Ja, der hat im Hintergrund seine Easy da. Ach. Aber egal. Auch wenn wir das Match hier verlieren, ja. Ich hoffe, ich kann das hier ganz gut zeigen. Und ja, ich mag sowas, ne? Wenn die Gegner das natürlich gegen mich einsetzen, dann mag ich das natürlich nicht. Das ist klar. Ja, dann ist das die schrecklichste Variation und die schlechteste, die es geben kann. Aber ansonsten, ja, wenn die... Upsala. Oh, das ist nicht gut. Ja, ein bisschen zurückfahren. Aber wenn die Gegner sowas nicht haben, dann top. Auf
Vielleicht gewinnen wir ja auch noch. Wer weiß, wer weiß. Ich kann natürlich mal ein bisschen jetzt auf die Punkte gehen, ne? Versuchen, das eine oder andere zu erobern. Ja, vielleicht klappt das ja. Überall Gegner, überall Schaden. Was machen wir denn da? Ich würde ja einfach sagen, ich feuere hier eine Rakete hin. Also ungefähr... Upsala, das war ein bisschen blöd. Egal. So, können wir jetzt auch nicht ändern. Vielleicht fährt ja trotzdem einer da rein. So. Ne, ich glaube nicht. Ja, sehr schön. Nächsten. Ja. Nervig. Leute. Nervig, aber... aber es macht Spaß. Ja, also eine coole Variation. Ich wusste halt sonst nicht, was ich mir holen soll. Und ja, da gab es zwar einige nette Variationen, die mich aber nicht so angesprochen haben, wo ich mir gesagt habe. Also ich meine, ich rede jetzt von der Belohnung bei dem Meme-Event. Da habe ich halt die Variation jetzt auch her. Nur, ja, wie gesagt, also da gab es jetzt halt nichts, was mich so richtig angesprochen hat. Und ja, dann war ich halt so, ja komm, dann nehmen wir halt die. Ja, wird jetzt bestimmt nicht so schlecht sein. Kann man ja mal probieren. Und ja, ich muss sagen, die hat was. Die hat wirklich was. Nicht schön. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich halte hier kaum noch was aus, Freunde. Ich habe auch keine Heilung. Puh, aber es reicht für ihn hier. Gut. Hoffentlich kriege ich jetzt hier nichts ab. Ich würde noch ganz kurz gerne meine Heilung abwarten und dann weiterfahren. Oh. Cool. Alles klar. Da haben wir noch einen Gegner irgendwo hier. Da. Zack. Ja. Ich glaube nicht, dass wir das hier noch gewinnen werden. Alles ganz knapp. 55-64, aber wir können hier irgendwie nie in Führung geraten, was die eroberten Punkte angeht. Also insofern haben wir hier leider ein klitzekleines Problem. Oh, perfekt. Perfekt, habt ihr das gesehen? Das war ein schönes Ding. Das war ein richtig schönes Ding. Ja, leider steht da natürlich noch einer rum, ne? Ja. Das ist klar. Oh, aber wir können ihnen schon gut was geben, ne? Also meine Positionierung im Team selber spricht jetzt auch für sich, würde ich sagen. Also insofern, ja, ist schon eine coole Variation. So. Kann man nicht anders sagen. Ja, jetzt aber hier ganz flott. Wie gesagt, bringt uns wahrscheinlich alles herzlich wenig. Uff. Ach, schade. Habe ich mich selber umgestoßen. Naja. Tja, wir haben es probiert. Aber am Ende hat es nicht funktioniert. 30 Sekunden, das werden wir bestimmt nicht mehr hinbekommen. Aber dem geben wir was mit. Hier, zack. Sehr schön, 680. Das ist doch ordentlich. 500 Punkte habe ich in dem Spiel jetzt auch gemacht. Ja, ist in Ordnung. Kann man machen. Ja, komm. Ja, ihr könnt sehen, ne? Die nehmen jetzt extra für mich hier Schutz rein. Extra für mich. Okay, gut, was soll's. Haben wir verloren. Es ist, wie es ist. Aber ja, ich denke, ich konnte die Variation hier ganz gut zeigen. Und ja, ob es sich lohnt oder nicht, hängt natürlich von einem selber ab. Ja, ob man das so mag zu spielen. Aber wie gesagt, ich finde die schon nervig. Ja? Und das in dem Sinne positiv, wenn man sie selber hat. Wenn man dagegen antreten muss, ist halt klar, du hast vielleicht selber eine Waffe, wo du halt wirklich exakt zielen musst. Nehmen wir jetzt einfach mal Railgun oder so. Ne? Das macht es natürlich dann relativ schwer, den Gegner zu treffen. Ja? Da musst du halt gegensteuern und halt hoffen, dass er dir nicht irgendwie in die Seite, sag ich mal, reinboxt, dass dein Panzer komplett sich dreht oder so. Also, ja, ist natürlich sehr, sehr nervig, aber wie gesagt, so macht für mich wieder Ricochet ein bisschen mehr Spaß. Tja. Dabei belasse ich das doch erstmal dann für heute. Ja. Gewinnen wäre natürlich eine coole Sache,
aber ja, was soll's. Tja, übrigens, ich habe hier keine epischen Container mehr. Jetzt fragt ihr euch, wo sind denn die hin? Hahaha. Das zeige ich euch im nächsten Video. In dem Sinne, für die, die jetzt noch zugeschaut haben, dann wisst ihr wenigstens, was dann in der nächsten Folge kommt. In dem Sinne, macht es gut oder auch besser. Rinja hauen, ist ja klar.